Damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer weiteren Part Let's Play Tales of Xillia 2. Oh, ich habe vergessen, sein Pyjama wieder abzulegen. Ach, kannst du nicht einfach zur Arbeit mit einem Pyjama gehen, Luger? Was ist denn mit dir schon wieder los? Ja, Leute, im letzten Part haben wir Nebenmission gemacht, wieder hier mit unseren Freunden. Und, oh, das fällt mir jetzt auf, wie pompös das hier alles aufgebaut ist. Da müssen wir ja von hier ankommen, so ganz pompös eben. Ja, im letzten Part, wie gesagt, haben wir Charakter-Events gemacht. Einmal mit der lieben netten Milla, bei der es zwischen ihr und Elle immer noch ein bisschen düster aussieht. Und mit Rowan, den es sehr hart getroffen hat. Einmal haben wir Abschiedsbriefe von ihm gefunden, was nicht so schön aussah. Und dann sind wir in eine Splitterdimension gereist, wo Nachtigall noch nicht verrückt und wahnsinnig war und, ja, ein ganz normaler, netter Mensch war. Traurig aber wir mussten diesen Nachtigall zerstören, weil es wieder eine Splitterdimension war. Nun werden wir wieder mit der Hauptstory fortfahren. Der letzte Wegweiser werden wir uns jetzt wahrscheinlich holen. Dann können wir in das Land von Canaan. Und ich würde sagen, deswegen machen wir jetzt weiter mit der Hauptstory. Moin moin, Parkour. Es ist Zeit, loszulegen. As I recall, I only asked for Luger and Maxwell. We don't trust you spurious people. Oh, why don't you tell me how you really feel, Dr. Mathis? I didn't expect that much spine from one who claims to support both Spyrix and spirits. The accord twixt the two nations has been ratified. Adversity can be a strong foundation for peace. How selfless of you to come all this way to give me your report. Both as a CEO and a citizen, I'm overjoyed. I take it that you're Beasley Bakor. Looking at you, you do appear to be a formidable man. And you, I would presume, must be the true Maxwell. My Milla was true too, you know. You are correct. Every inch as proud as I'd expect from the Lord of Spirits. The dimensional abyss has stabilized. Then I shall transfer you the coordinates of the fractured dimension containing the final waymarker. Have you uncovered the identity of the last waymarker yet? No. That said, you should find it easily enough. Focus your search on the divergence catalyst, as in any other case. If Dr. Mathis and his friends are willing to cooperate, you are sure to succeed. I'll cooperate with Luger, but I do it on my own terms, to fulfill my duty. Indeed. We cooperate because we want to, not because we are ordered to. Exercising your own free will, huh? That is humanity's strength. You have some steadfast friends, Luger. The final waymarker is within our grasp. In this grand endeavor, I wish you Godspeed. You put a lot of trust in Luger. With good reason. The key of Kresnik is mankind's last hope. Only he can overcome Origin's trial. No pressure, right? Kapitel 12, Elle und ich. Die letzte Splitterdimension. Ich bin jetzt sehr gespannt. Das ist mir jetzt ja gerade erst wieder hier in den Sinn gekommen. Parkour hat uns ja hier schon mal gesagt, es gibt 5 Wegweiser. 4 kannten wir und den 5. nun leider nicht. Ich muss mich leider ein bisschen aufregen, weil wir können, also nichts gegen dich, Rowan, aber ich habe jetzt außer Jude, der halt immer nur so heilt, wenn er Bock hat, keinen Heiler dabei. Das wird alles anders leicht, Leute, die Reise. Aber ich würde sagen, es ist Zeit, in die Splitterdimension zu reisen und den letzten Wegweiser irgendwie an uns zu bringen. Charlton, huh? It's been ages. It takes me back to when we all first met. Conductor Ilbert? Yes, I am Rowan Ilbert. I was once the steward for House Cheryl. A pleasure to see you again. How dare you! How dare I what? You take me for an idiot? I don't know who put together that costume of yours, pal, but it's not fooling me. Costume? Don't play dumb. Conductor Ilbert died 8 years ago. He was murdered. Have you no shame?
Where have you been? It was a big deal in Rieze Maxia. King Gaius threw him a state funeral and everything. Huh? Who murdered him? No one knows. They found the body floating in Lake Xillia in Elympios. Lake Xillia. Now, I've had enough of your sick little joke. Buzz off. Intriguing. A fractured dimension in which I've been murdered. But if everyone here already knows about Elympios, and Rowan died 8 years ago... This fractured dimension must be several years ahead of the prime dimension. Anyway, let's investigate the murder scene. War das nicht der See? Oh nein. Ich kann mich nicht... Ah doch. Hä? Im See? Ich dachte, dieser See ist in Olympus. Gut, weil ich dachte jetzt für eine Sekunde, ich muss jetzt nach Olympus laufen. Das würde jetzt Jahrhunderte dauern. Wenn ihr euch noch daran erinnert, hier war das allererste Mal, wo wir Rowan kennengelernt haben. Eine ganz lustige Szene hier, wo uns der Käufer hier übers Ohr ziehen wollte. Ganz nett eigentlich. Und nun sind wir wieder hier. Wir kaufen uns noch ein paar mehr Gele. Und ich würde sagen, weiter geht's. Rowan ist tot. Interessant. Warte. Folgt dem Boot vom Substar-Hafen nach Marksburg. Okay. An interesting question. Shall we visit the manor to see for ourselves? Do you have a minute? I'm sorry to bother you, but I wanted you to have this. I know you're no stranger to suffering, shouldering even burdens that aren't yours to bear. Consider this a token of my support. I have great respect for you and your efforts, but please, be careful not to push yourself too hard. Ganz nett eigentlich. Hier diese Klingen, nein, nicht diese Klingen, also wir haben in die Zeitkapsel Klingen gelegt, aber ganz nett eigentlich, wenn die Welt da ein paar Jahre voraus ist, ob diese Zeitkapsel noch existiert. Ganz nett eigentlich, dass man da dran gedacht hat. This is where the time capsules are, right? Correct. Burying them here was Lady Drisell's idea. Should we dig them up? Very well. No need to feel guilt over an unsightly hole. This world will be gone soon enough. You're gonna open mine too? Die folgenden Bäcke wurden in der Zeitkapsel vergraben. Fürchterliche Nadel, rosafarbener Smaragd, glanzloser Edelstein, geweihte Puppe, Spyrix-Beißer. These are exactly the same time capsules that we buried. Interesting. This dimension's history was identical to the Prime's, until some point in the past. Perhaps my death was the point at which the two split. The death of a nation's prime minister would certainly leave a mark on history. Rowan, don't you want to meet this dimension's Drisell? I'd better not. Nothing good would come of it. Die wäre vermutlich auch nicht so happy, wenn wir da hinlaufen würden und sagen, hey, der Rowan lebt ja wieder. Oh, jetzt müssen wir, das wird jetzt echt eine Weile dauern, bis wir da sind. Können wir jetzt mal über die ganze dumme Substraf-Wiese laufen und dann, ja, okay, Substraf-Seehafen gibt es ja, stimmt, okay, da müssen wir dann hin, ja, okay, geht schon. Egal, laufen wir ein bisschen. Ganz interessant, wie das hier alles ist, Leute. Eine Dimension, in dem einer unserer Freunde tot ist, denke ich, hatten wir jetzt auch noch nicht. So, you used to be Drisell's steward, Rowan? What kind of stews did you make? Stewer? Is that even a word? I wasn't her stewer. I was her steward. Oh, I know that word. It's like a handmaid, right? Steward... Steward is another word for butler. I served Lady Drisell, the Lord of Sherrilton. Why, Luger, I had no idea. My daddy always said I'm a beautiful young lady, too. Luger, what do you think of Drisell? I could try and set you up with her. Huh? Don't be shy now. You two are the same age, after all. Wait just a moment. Any prospective suitor of my Lady Drisell must complete my extensive screening process. First,
You'll need to pass the 256 tests I've prepared for any aspirant to her hand. Don't be so strict. I'll be vouching for him. Then you'll need to be evaluated as a would-be matchmaker. There are 180 requirements, but you can pass with a score of 170 or above. But I am the Lord of Spirits. Must I be tested so? Of course. Lady Dressel is my greatest treasure, bequeathed to me by Lord Klein himself. She means more to me than life itself. Wow, you sound just like my daddy, Rowan. Tja, was lache ich da überhaupt? Also komm, Rowan, erste Prüfung, komm, hau raus. Machen wir jetzt. Komm, Welt retten. Bruder hier und so finden. Ach komm, alles Kimskrams. Komm, wir heiraten jetzt erstmal. So, 256 Prüfungen, kein Ding. Kein Ding, wenn wir schnell hinbekommen. Und wenn die Milla dann für uns bürgt, dann müssen wir wahrscheinlich können wir wahrscheinlich 5 Prüfungen weniger machen. Dann müssen wir nur noch so ganz locker flockige 200 oder 6 Prüfungen, dann haben wir eine schöne Zahl, 250 Prüfungen machen. Der Rowan ist mir einer. Sehr schöne Skills, Leute. Okay, dann schauen wir mal. So, wir müssen jetzt erstmal zum Sapsas Seehafen gehen, dann nach Marksburg fahren und dann... Oh, nee, warte. Nee, stimmt, nicht nach Marksburg, nach Drellin. Und von Drellin müssen wir ein Stückchen laufen, das geht schon. Das ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. So, schauen wir mal. Hier sind wir schon am Hafen. Und dann fahren wir mal ein kleines Stückchen hier. Hä, nach Marksburg? Hä, ich dachte, wir sollten zu diesem Ding da fahren und zu diesem Hafen. Ich dachte, der ist in Drellin. Okay. Wenn du meinst. Ich vertraue dir einfach mal, Spiel. Führ mich hin, wo du auch immer mich hinführen willst. Ich werde schon zurechtkommen. Oder auch nicht. So, schauen wir uns mal um. Jetzt sind wir Marksburg. Ich dachte, wir müssen nach... Ach so, natürlich. Nach Drellin führt ja kein Boot. Nach Drellin führt ja nur ein Zug. Ach so, deswegen. Tja, das würde mich auch interessieren. Wer könnte bitte Rona morden? Wäre eigentlich auch echt interessant zu wissen, wer überhaupt so einen Groll gegen den hegt. Naja, okay. Eigentlich stellt sich die Frage eigentlich hier gar nicht mal, weil hat natürlich etwas damit zu tun hier mit, schätze ich jetzt einfach mal, mit diesen ganzen Geschichten hier, dass die Leute aus Olympus und Rieze Maxia verfeindet sind. What a cute little glowy dog thing. It's a Spyrite. Who found you? Don't go running off like that. Excuse me, but is that a Spyrite? Huh? Yeah, what else would it be? Does it ever, lose control of itself? Good heavens, no. I mean, he gets into trouble once in a while, but he's a good little Spyrite. Where might we learn more about Spyrite technology? Well, you could try the Spyrix Corporation, I guess, but I doubt they'll tell you anything worthwhile. It's not really in their interest to spill any secrets. They have a total monopoly on the Spyrite market. Spyrite technology is everywhere in this world. Perhaps the Jude of this dimension could tell us the secret to making Spyrite technology viable. One more question. Have you ever heard the name Jude Mathis? Sure, in school. He's the guy who brought Spyrite technology to the masses. How about that, Jude? Shame how he died, though. It's been a few years, but I still remember all the news stories about that mass murder. All those bodies bobbing in Lake Xillia. Ugh. Wait, I'm dead too? Clearly, we need to get to this Lake Xillia. It's turning out to be quite the crime scene. Ein Massenmord am Epsilonsee. Ich denke mal, da werden dann noch ein paar mehrere von unseren Freunden darum gelegen haben. Leute, das ist ja cool. Und Rowan ist da gestorben? Judy Boy? Wer weiß, wer noch hier da mal rumgelegen ist. Hey, Jude. What was that weird animal thing? Jude? Hello? What's his deal? Very well. Jude. Huh? Oh, sorry. I was just thinking about something. You should stop. That line of thought won't lead you to the answers you seek. Huh? What did you think I was thinking about?
About whether the profusion of Spyrites was connected to your murder. Yeah. If they're unrelated, then that's that. Even if they are, that's a path you mustn't choose. But what if it's my death that leads to Spyrites replacing Spyrix technology? Don't talk like that. Sure, it would be cute to have those weird little things everywhere, but I'd rather have you. Do you understand now why you can't choose that option? Because I need to be around to bring about the future we all yearn for. Because you won't be there to do it yourself. Genau so ist es, Judy Boy. So, du bist doch ein ewiger Weltenverbesserer. Über sowas darfst du gar nicht nachdenken. So, jetzt können wir nach Drellin fahren. Und schauen wir uns das mal an. Das ist ja eigentlich ganz interessant, Leute. Das ganze Spiel ärgert sich der Jude darüber, dass er eben nicht weiterkommt. Und hier scheint es der Jude geschafft zu haben. Was ich mich nur frage ist, das wäre natürlich das Allerschlimmste, dass irgendwie diese dass diese Morde irgendwie, oder diese Leichen, die er gefunden hast, mit den Spyriten zusammenhängen. Nature seems to be bouncing back. Jude. On one level, it just pleases me to see this potential for the future. But honestly, it does my heart good to see Jude's hard work come to fruition like this. I know, the Lord of Spirits should probably remain objective in such matters. Personally, I prefer a little partiality in the Lord of Spirits, truth be told. You're fine. Why, Rowan, thank you. Wait, you found something strange in Lake Xillia? While I was fishing, I reeled it in by accident. Wait a minute. I know that thing. This is the stuffed animal the governor of Sheraldton asked us to look for. Right. Apparently it was that poor little girl's most prized possession. Why did it show up now? She's been dead for years. They never did find the killer, you know. Damn thing's probably cursed. Tipo? Which means the murdered girl was none other than... Elise. What in the world happened at that lake? Let's make haste for Lake Xillia. The culprit must be long gone, or perhaps we can obtain some more information about the deed. Lake. Ey, gerade bin ich richtig heiß darauf zu erfahren, was da jetzt passiert ist. Also, unsere ganzen Freunde sind da wie scheint gestorben. Ich sag jetzt auch mal, habe ich ja vorher schon gesagt, So, es kann schon weitergehen. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung, aber wenn man gestört wird und dann erstmal nicht aufnehmen kann, dann kann ich leider nichts dafür, dass solche Unterbrechungen mal kommen. Ist ja, denke ich, kein so großer Beinbruch. So, ist ja nicht so, als wären es hier irgendwie 100.000 Stunden vergangen seit der letzten Aufnahme und ich wüsste nicht mehr, wo wir sind, aber kein Ding. Für euch waren das wahrscheinlich 3-4 Sekunden. Gut, dann wisst ihr immer noch, was wir jetzt machen müssen. Nee, natürlich weiß ich, was wir tun sollen. Halbwegs. Ja, wir wollen ja zu dem See und da liegen alle unsere Freunde tot rum und das wird sicher voll schön sein zu sehen. Nein, setz dich! Warum macht ihr das, Teamkollegen? Warum hasst ihr mich so? Rowan, du machst das nicht. Ich hasse es. Ey Leute, wenn meine Teamkollegen meine Überschreitungsanzeige hier aufbrauchen, das finde ich voll mies. Und Milla, ich muss mal, bitte, tipp mal mir bei dir. Bitte. Ja, sie hat es. Spezial. Denn die Milla ist ein bisschen speziell. Und da sie so speziell ist, müssen wir jetzt hier öfters hier mystisches Artes machen. So, wo hat man das gerade hier? Gerade habe ich doch gesehen hier. Oh, endlich wieder hier Elemental Mastery. Das wird richtig cool. Davor hören wir uns aber eine kleine sexy Skizze an.
Drellin's so full of restaurants. The entire city smelled fantastic. Just thinking about it makes my stomach growl. Really? At a time like this? Clearly all that time in the Abyss did nothing to steady your metabolism. Oh, food is the fundamental building block of life, Jude. And you can't fight on an empty stomach. Everyone's talking about food, and now I'm hungry. As am I. When do you imagine we'll be eating? Your cooking has them all eating out of your hand, Luger. Indeed. Although I understand that Elle's father is quite the cook in his own right. He sure is. He's the best cook I've ever met in my life. Defeating Luger in the kitchen is no easy feat. I hope I get the opportunity to try his cooking one day. Well, if you're that eager, when I see him again, I'll ask him for you. Maybe he'll take pity on everyone and cook for all of you. I certainly hope he does. Well, that would be most generous of him. Slaves to your appetites. The whole lot of you. Das nicht wird, dann müssen wir halt Rollo fressen. In schlimmen Zeiten. In schlimmen Zeiten dann müssen die Katzen als erstes daran glauben. Oder Tepo. Obwohl. Naja. Tepo. Der wird wahrscheinlich, selbst wenn wir ihn fressen, würde dann noch irgendwie aus unserem Magen oder so rauskommen. Ich kenne den Tepo. So, jetzt kämpfen wir endlich mal wieder mit Milla. Den muss ich eigentlich mit Judy Boy hier verbinden. So, dieser Schimmerwirbel, der ärgert mich voll. Ich habe doch die Artist geändert, dachte ich. Bla, Schimmerwirbel weg und dafür Ifrit. Oh ja, ach nee, ah ja, stimmt, ich habe das ja bei dem Bossfight gemacht, und dann bin ich ja gestorben hier. Bei Redöleinchen hier. So, Gnome und Undine, wo ist denn Undine? Und, was haben wir hier? Schimmerwirbel ist so eine unnötige Attacke. Ja, das ist auch alles so unnötig. So. Mir fehlt diese Klingensturmattacke. Da macht sie so einen Wirbel, also zick, so ein paar Schläge macht sie eigentlich. Und das macht sie gerade irgendwie nicht und ich weiß nicht warum. Egal. So, wechseln wir wieder zu Lugi. Oh, der war gut. Tödlicher Kreis. Oh, nett. Sehr cooler Move. Diesen Pistolen, also ist dieser Move da von Luger, dass es so nach oben schießt und so ganz viele Kugeln von oben kommen. Der ist echt geil. Den hat auch Elvin benutzt, also kann man auch mit Elvin benutzen. Das ist echt eine richtig gute Attacke, weil die halt schon viel Flächenschaden macht. So, wo muss ich denn lang? Da lang. Okay, aus der Bahn. Hier kommt Luger auf die Überholspur und da zieht er rechts vorbei und jetzt geht er und... Ah nee, da muss er einen Boxenstopp einlegen. So. Und bei dir geht er nicht vorbei, bei dir meinte ich, mach mal Platte. So, ich hoffe... Wir werden jetzt aber hier am See dann herausfinden, was da passiert ist. Das war ja, wir waren ja an diesem See schon mal. Wenn ihr euch daran erinnert, das waren hier die Ereignisse dann mit dem, ich glaube Odin hieß er. Und mit diesen merkwürdigen Leuten, die sich da irgendwie so versiegelt haben, weil sie ausgelöscht worden sind. Ich hoffe, es hat nichts irgendwie mit denen zu tun. Obwohl, dann würden unsere Freunde ja, also es ist ja wie gesagt nur eine also in Anführungsstrichen nur eine Paralleldimension. Kann es sein, dass die da auch dann irgendwie aufbewahrt werden oder sowas? Ach, ich weiß es doch nicht. Gemüsesticks. So, erstmal kurz mal Gemüsesticks. Wo haben wir es denn hier? Blö, Gemüsesticks. Wir müssen mehr essen. Essen ist immer gut. Und dann müssen wir nicht Rolle essen. Das Hinterhalt kommt so zufällig. Das kommt so random, Mann. Das ist furchtbar. So, der Move ist auch cool. Ja, der ist ja auch cool. Jetzt hätte ich einen Kombi-Artist machen können. Wie mir nicht eigentlich gelingt? Ich weiß es. Ach, mit Row. Ladies and gentlemen, waves grow frigid as darkness feasts light. Fitting for a world of impermanence. Grand Finale. Ich musste einfach immer leiser bei den mystischen Artists, weil ich finde die immer so geil, Leute. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe sie. Ich liebe sie so sehr. Wie cool sie einfach aussehen, wie super sie einfach hier inszeniert sind. Ach, ich könnte mir das... Deswegen bin ich da auch immer leise, weil ich finde, das solltet ihr auch genießen, wie schön die immer aussehen. Und wie geil die inszeniert sind. So, hey, jetzt, ich bin auf der gleichen Pose, wie ich gerade eben bei dem Viech war. Und auf einmal bin ich da durchgebrochen. Warte, ich muss mich mit jemand anderem linken. Kurz gehen wir mal in die Taktik. Das dachte ich mir fast. TP anhaufen und TP anhaufen. So, denn wenn wir beim nächsten Bossfight stecken, haben wir dann alle keinen TP mehr. Und das finde ich gar nicht mal so geil. Blubberblase! Voll ich für sie! Ich hasse diese Blubberblasen nicht. So, am besten ist es natürlich, wenn wir uns hier mit, warum habe ich die ganze Zeit nicht Pistolen? Wenn wir die ganze Zeit,
hier mit Jude verlinkt sind, weil Jude hat ja seine coole Wiederauferstehungskraft. Es ist wirklich, im Endeffekt wirklich am besten, wenn man immer mit Jude verlinkt ist, weil wie gesagt, er hat die Wiederauferstehungskraft. So, alle anderen Fähigkeiten sind halt immer nett, aber ich finde also besonders für härtere Kämpfe ist es schon am besten immer mit Jude verlinkt zu sein, weil Millas Fähigkeit bringt beispielsweise gegen Bossfights gar nichts. Sie hat ja diese Bindefähigkeit, dass Gegner so eine Weile versiegelt sind und dass man sie eben angreifen kann, was super gut ist gegen schnelle, kleine Gegner, aber hier in Bossfights hat nicht funktioniert, oder zumindest ganz selten. Wen gibt's noch? Luga, ich glaube, der hat gar keine Fähigkeit als Partner. Ich glaube, seine Fähigkeit ist einfach nur Waffenwechsel oder so. Egal, wir spielen ja entweder Luga, aber wir verbinden uns ja nie mit Luga. Wir sollten jemanden anspielen. Und wegen des auch Rowans Fähigkeit finde ich es komplett unnütz. Der hat, also, er hat die Fähigkeit, ich weiß gar nicht genau wie, dass er eben, ich muss kurz mal in die Taktik gehen. Fokusangriff, ausschwärmen und ausschwärmen. So, damit wir nicht alle auf den gleichen gehen. So, der hat so eine Fähigkeit, dass eben magische Gegner so irgendwie so gefesselt werden oder so. Also ein bisschen wie Milas, aber irgendwie. Nee, warte, jetzt habe ich das. Er hat so eine Fähigkeit, dass, jetzt, diese dumme Schildkröte nervt mich. Dass man sich eben vor magischen Angriffen schützen kann. Wenn da jetzt jemand zum Beispiel, also beispielsweise, gutes Beispiel ist, gegen irgendwie Gegner, die so Flammenattacken haben oder so Feuerstürme drauf haben, da kann man sich eben damit beschützen. Ist ganz praktisch, aber so ein Großteil der Standardgegner hat es ja nicht drauf. Gegen Bossfights ist natürlich immer eine andere Sache, aber naja, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust und kann mich da auch nicht konzentrieren, die ganze Zeit hier Partner zu wechseln. So, ich will nicht die dummen Pistolen haben. Wen gibt's noch? Elvin ist der einzige Partner, der auch noch sehr gut ist, aber ihr seht wieder, hier Judes Fähigkeit. Wir liegen auf dem Boden. Er tut uns wieder hier hochhelfen und er gibt uns so ein bisschen Leben. Also, deswegen ist er auch so wichtig. Elvin-Fähigkeit waren wir. Elvin, seine Fähigkeit, also seine Brecherfähigkeit, die ist wirklich wichtig. Also, gegen diese Schildkröten, die sind so unerträglich zu besiegen, wenn man nicht Elvin hat. Weil, ihr seht es ja, sie blocken die ganze Zeit und man müsste immer kurz aufhören, sie anzugreifen und dann hören sie auf zu blocken, aber das ist immer ein bisschen blöd. Mit Elvin-Fähigkeit kann man halt die sofort durchbrechen und das ist halt immer echt ganz praktisch. Auch gegen größere Bossfights ist das praktisch, weil es gibt ja auch viele Bossfights, die halt so viel blocken. Und beispielsweise dieser riesige Bär, den wir hatten, als wir Millas Quest hier hatten. Erinnert euch doch noch wahrscheinlich, das war in dieser Feuerhöhle, schon ein Weilchen her. Und, da wo der Luga die Milla angebaggert hat. Das war sehr schön. Und gegen solche Gegner ist auf Practice-Weise verwirrt die Gegner auch nur kurz. Gaius und Fähigkeit weiß ich jetzt leider gar nicht. Tepos Fähigkeit ist nett. Also, Tepos, Elis natürlich. Seine Fähigkeit ist, dass man dem Gegner Leben entzieht und dafür Mana hält, glaube ich. Mana oder Leben, eins von beiden. Aber ist jetzt auch nicht effektiv. Also besonders halt gegen größere Fights ist das wirklich, finde ich, komplett uneffektiv, weil es füllt halt immer nur... Was war das? Habe ich mir das gerade eingebildet oder war das so ein... Das hat sich ja angehört wie bei Redo. Leute, ich glaube, ich muss mir das gleich mal in der Aufnahme anschauen, ob ich mir das einbilde, weil ich höre die ganze Zeit so ein... Vielleicht habe ich nur einfach einen Verstand verloren, das kann natürlich auch sein. Oder es ist bei mir in der Nachbarschaft, weil bei dir in der nächsten Kindergarten. Das könnte natürlich auch sein. Vielleicht bin ich auch einfach nur wahnsinnig geworden, das kann auch sein. Diese Paralleldimension, das verwirrt einen voll. Das kann man schon nachvollziehen, oder? So, wo sind wir denn hier Schönes? Immer schön Elementerz einsammeln. Das finde ich eigentlich ganz cool, Leute, das mit dem Elementerz. Also das mit Alumkugeln, ich habe es ja jetzt so... Im Endeffekt muss man sich um die Alumkugeln wirklich nicht kümmern, was ich ganz schön finde, weil im Endeffekt kannst du auch immer bei einer gleichen Alumkugel erhalten. Erhältst zwar dann nicht sehr viele neue Fähigkeiten, aber deine Fähigkeiten, die du hast, werden immer stärker. Und das ist schon ganz praktisch. Und ich finde es mit dem Elementerz immer eigentlich ganz nett, dass man eben hier immer schöne neue Fähigkeiten bekommt. Eben durch das Einsammeln, also indem man sich einfach gut in der Umgebung umschaut. So, wir waren noch bei Fähigkeiten reden. Die einzige, die mir noch fehlt, ist Leia. Und bei Leia muss ich sagen, weiß ich gar nicht die Fähigkeit. Ich glaube, es ist auch irgendwas verarzen oder so. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Der Move ist cool. So. Schlag. Blutroter Tor. Da hat der Kreis gerade rot geleuchtet. Wunderbar. Easy. An easy breeze.
Easy, breezy, breezy. Warte, wer hatte den Spruch? Ach ja, den gibt's auch, so einen ähnlichen Spruch gibt's auch von Leia und, Jude und Dingser und Jude und Jude und, Milla, so im ersten. Easy, breezy, irgendwie so. Ach, egal, keine Ahnung. So, ich würde sagen, Leute, wir haben es jetzt hier doch immer dahinter geschafft. Und ich würde sagen, auch wenn es jetzt ein bisschen chaotisch ist, da ich hier so ein paar Tage Pause gemacht habe, müssen wir jetzt hier so bei knapp 30 Minuten sein. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt nach diesem kleinen süßen Kampf einen kleinen Cut. Im nächsten Part werden wir dann hier weitermachen. Schauen wir, was uns dann da Schönes so erwartet. Ich bin schon mal voll gespannt. Ich hoffe, da kommt so ein richtig fetter, fieser Bossfight. Wisst ihr, warum ich mich da so freue? Weil ich keine vernünftigen Heiler dabei habe. Yes! Das wird richtig cool, Leute. Und ich würde sagen, ich freue mich auf den fetten Bossfight. Ich hoffe, 2 Rodos. Ich sehe schwarz, Leute. Bis zum nächsten Mal zumindest. Haut rein, euer Damsy Muffix. Ciao.